Ich begrüße euch zu einem weiteren Gute-Frage-Video. In meinen Kreativcoachings oder Ausbildungsgruppen taucht immer wieder diese Frage auf. Was kann ich tun, um meine Kreativität im Alltag zu pflegen? Genau genommen geht es darum, wie finde ich auch im Trubel des Alltags immer wieder Zeit, um mich meinem freien kreativen Ausdruck zu widmen. Lasst uns mit einem Gleichnis beginnen. Stellen wir uns vor, wir leben mit unserer Kreativität unter einem Dach. Also personifizieren wir unsere Kreativität einfach mal und wir leben gemeinsam in einer WG. Auch hier ist der Alltag sehr fordernd, es gibt immer wieder etwas zu tun, Dinge sind zu erledigen und zwar schnell und effizient. Und die Kreativität ist unser WG-Partner. Sie ist da und sie ist still, sie fordert nichts von uns. Unsere Kreativität ist sehr unaufdringlich. Vielleicht fragt sie uns hin und wieder mal, na, hast du vielleicht ein bisschen Zeit und Lust, was mit mir zu machen? Und wir antworten dann möglicherweise, ach nee, ich habe keine Zeit, ich muss noch dies und jenes erledigen oder oh, ich bin jetzt schon zu müde, der Tag war echt anstrengend. Oder ach, das bringt doch eh nichts. Oder ich kann sowieso nicht dies und jenes. Und vielleicht fragt die Kreativität in ein paar Tagen nochmal nach, ob wir nicht vielleicht etwas Lust und Zeit hätten, mit ihr gemeinsam etwas zu unternehmen. Und wenn wir wieder ablehnen, dann fragt sie vielleicht ein paar Tage später nochmal und die Abstände werden größer. Ja, sie fragt immer weniger und sie wird stiller. Sie ist ein unaufdringliches Wesen. Und so ist es möglich, dass wir nebeneinander herleben, unsere Kreativität und wir. Dass wir aneinander vorbeihuschen auf dem Flur, höchstens mal kurz Guten Morgen oder Guten Abend sagen. Mehr ist nicht drin. Und wenn wir bei diesem Gleichnis bleiben, wäre ein erster Schritt, dass wir, wenn wir geneigt sind, auf dem Flur aneinander vorbeizuhuschen, dass wir uns die Zeit nehmen, kurz stehen bleiben, unsere Kreativität anschauen und sagen, hey, es ist schön, dich zu sehen. Dass wir ihr vielleicht eine Umarmung schenken, dass wir uns Zeit nehmen für ein kurzes Gespräch, ja, für etwas Begegnung, Berührung und Austausch. Ebenso wie in einer Partnerschaft mit einem anderen Menschen müssen wir dranbleiben. Wir müssen die Partnerschaft pflegen. Es ist notwendig, den Kontakt zu halten, immer wieder Verbundenheit und Nähe zu schaffen. Sonst gibt es keine Begegnung und keine Berührung und keine Bereicherung. Dazu gehört, dass wir uns Zeit nehmen und dass wir der Begegnung Raum geben. Und wenn wir uns wieder mal auf dem Flur begegnen, dann sagen wir, lass uns mal gemeinsam einen Tee trinken. Mich interessiert's, wie es bei dir so läuft. Erzähl mal. Auf den praktischen Alltag übertragen bedeutet das, wenn wir unsere Kreativität pflegen wollen, dann ist es hilfreich, uns einfach nur 5 Minuten Zeit zu nehmen, um etwas zu kritzeln. Das dauert ungefähr so lange, wie mit der Kreativität eine Tasse Tee zu trinken. Hierfür könnt ihr euch ein kleines Buch oder Heftchen anlegen und jeden Tag damit Zeit verbringen. 5 Minuten kritzeln. Manchmal ist es vielleicht auch nur 1 Minute. Die Tage sind ja unterschiedlich. Aber 1, 2, 3, 4 oder 5 Minuten Zeit, das ist möglich. Und in dieser Zeit können wir kritzeln, klecksen, ja, manchmal auch einfach Linien ziehen oder Ornamente zeichnen, krakeln, etwas hineinkleben, eine vorherige Krakelei oder Kritzelei weiterführen oder ergänzen oder aufbrechen. Und wenn gar keine Zeit ist, dann setzen wir einfach nur einen Punkt in dieses Heftchen. Nur einen Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Wichtig ist, dass wir die Verbindung halten. Das ist ein bisschen so, als würden wir
unserem Schatz auf dem Flur begegnen und sagen, hey, ich habe gerade wirklich wenig Zeit, aber ich liebe dich und wir sehen uns morgen. Ja, im Großen und im Kleinen will die Verbundenheit gepflegt werden. Und ein Punkt ist mehr als gar nichts. Wichtig ist auch zu wissen, dass wenn wir wollen, dass etwas wächst, dann braucht dieses Etwas, von dem wir wollen, dass es wächst, unsere Hinwendung. Und wenn wir wollen, dass es wächst und gedeiht und Früchte trägt, dann braucht es entsprechend mehr Hinwendung. Auch hier können wir wieder zu einem Gleichnis greifen. Nehmen wir eine Pflanze in unserem Garten. Kein Wildkraut, das sowieso wachsen würde, ganz wild und frei und unverschämt, sondern ein Bäumchen, das wir besorgt haben und das wir jetzt in unserem Garten einpflanzen wollen. In unserem Garten des Lebens. Dann ist es gut und hilfreich, wenn wir dieses Bäumchen jeden Tag besuchen und seine Äste berühren. Wenn wir es gießen, wenn wir es düngen, ja, wenn nötig, auch immer mal beschneiden, einfach pflegen. Je nachdem, was für eine Art Bäumchen es ist. In jedem Fall braucht dieses Bäumchen unsere Hinwendung. Und unsere Kreativität oder unser kreatives Schaffen können wir auch als Bäumchen betrachten, das wir in unser Leben hineinpflanzen wollen. Das Bäumchen braucht in unserem Leben Raum. Und wir schenken ihm unsere Zeit. Zeit, in der wir dieses Bäumchen pflegen. Wenn wir also täglich Zeit mit unserem kreativen Tun verbringen, dann ist das, als würden wir dieses Bäumchen in unserem Garten des Lebens gießen. Zur Pflege eines Bäumchens gehört es auch, dass wir Schädlinge im Blick behalten. Wir müssen aufpassen, dass das Bäumchen nicht befallen wird. Ja, wir müssen dafür sorgen, dass es resistent ist. Wir sehen zu, dass wir Bedingungen schaffen, die es ermöglichen, dass das Bäumchen bestmöglich wächst und gedeiht. Ebenso ist es in unserem Alltag und mit unserer Kreativität. Es gibt möglicherweise Dinge, die uns immer wieder davon abhalten wollen, ja, die es versuchen, uns davon abzuhalten, kreativ tätig zu sein. Doch für einen Punkt in unser Kritzelheft ist immer Zeit. Ein Punkt ist ein entscheidender Unterschied, denn ein Punkt ist etwas anderes als kein Punkt. Es ist ein winziges Stück Raum in einem Tag, aber es ist ein Raum. Und aus diesem Punkt kann ein Raum werden, der sich immer weiter ausbreitet. Ja, es beginnt mit einem winzigen Punkt, aber dieser Punkt wird zu einem kleinen Raum und der Raum wird immer größer. Und unsere Kreativität breitet sich aus in unserem Leben, unser kreatives Tun. Zum Anfang haben wir einen Punkt gemacht an jedem Tag. Dann irgendwann haben wir 5 Minuten aufgewendet, um uns weiter unserem Kritzelheft zu widmen. Irgendwann ist es vielleicht mal eine Viertelstunde und dann wird es eine halbe Stunde. Und dann irgendwann nehmen wir uns einen ganzen Nachmittag Zeit. Und so wächst der Raum langsam in unserem Leben. Genauso wie das Bäumchen. Und es trägt Früchte. Genauso wie unser kreatives Tun Früchte trägt. Wir kosten diese Früchte. Sie schmecken uns und das treibt uns an, uns weiter um das Bäumchen zu kümmern und weiter kreativ tätig zu sein. Hierbei ist es wichtig, dass wir uns Zeit geben. Ein Bäumchen braucht Zeit, um zu wachsen. Und wir können vielleicht nicht erwarten, dass wir von heute auf morgen es schaffen, uns jeden Tag 1 oder 2 Stunden Zeit zu nehmen, um kreativ zu sein. Für manch einen von uns ist es vielleicht überhaupt nicht möglich im Moment. Aber wir können daran arbeiten, dass der winzige Raum gehalten wird und dass er sich ganz langsam ausbreitet und größer wird. Und stabiler vor allem. Bis er sich irgendwann etabliert hat.
bis das kreative Tun in unserem Leben einen festen Platz hat. Ebenso wie ein Bäumchen. Zum Anfang ist es sehr fragil, sehr zart und klein, aber es wächst und der Stamm wird immer stärker und stabiler und breiter. Die Äste werden stärker und die Früchte werden mehr. Ihr kennt vielleicht die Redewendung, von nichts kommt nichts. Die haben wir bestimmt alle das eine oder andere Mal gehört im Laufe unseres Lebens. Vielleicht ist sie auch sehr negativ besetzt bei einigen von uns. Lasst uns trotzdem mal ganz neutral drauf schauen. Also nichts ist in dem Fall kein Punkt. Ja, also ein Punkt am Tag ist nicht nichts. Und von nichts kommt nichts. Aber von einem Punkt kann ganz viel kommen. Von einem Punkt kann alles kommen. Wir müssen nur diesen einen Punkt pflegen. Die Verbindung halten, dranbleiben. Und noch etwas, was ich gern erwähnen möchte in diesem Zusammenhang. Wenn wir im Alltag unsere Kreativität pflegen wollen, dann ist es unerlässlich, dass wir unser kreatives Bewusstsein entwickeln. Das bedeutet, dass wir rausgehen aus dem Funktionieren und Erledigungsmodus und rein ins schöpferische Walten. Unsere Tage sind oft so gestrickt, dass wir eins nach dem anderen erledigen. Es gibt so viele Verpflichtungen. Es gibt Zeitpläne. All diese Verpflichtungen wollen erfüllt werden. Und das führt dazu, dass wir irgendwann alles nur noch abarbeiten, dass wir nur noch funktionieren. Selbst wenn viel zu erledigen ist im Laufe eines Tages, können wir trotzdem diese Dinge in einem schöpferischen Bewusstsein tun. Das heißt, wenn auf dem Plan steht, dass wir in der Mitte des Tages ein Essen zubereiten, dann können wir diesen Prozess des Kochens oder des Essenmachens mit einem höchsten Maß an Kreativität durchführen. Wir können uns Zeit nehmen, mal was Neues auszuprobieren. Es muss ja nicht umfangreich sein, aber mal was anderes. Etwas Kreatives, etwas Neues, mal etwas Ungewöhnliches machen. Das Gleiche gilt für unsere Kleidung. Ja, wir können uns auch mal etwas Außergewöhnliches anziehen. Einfach nur so. Mal 2 verschiedene Paar Socken, ja, oder mal Sachen, die überhaupt nicht zueinander passen. Einfach, um auszubrechen aus den starren Strukturen, die wir im Laufe der Jahre aufgebaut haben. Möglicherweise. Zum schöpferischen Bewusstsein im Alltag gehört auch, dass wir mal ein Zimmer umdekorieren. Wir können ja die Möbel einfach mal umstellen, ganz spontan, und schauen, was passiert. Das bringt auf jeden Fall immer frischen Wind in die Bude. Es muss ja nicht so bleiben. Aber es ist ein Perspektivwechsel. Und vielleicht führt es zu weiteren guten Ideen, was die Einrichtung angeht oder sogar was die Strukturierung des eigenen Lebens angeht oder das Zusammenleben in diesem Raum, wo die Möbel umgestellt wurden. Es hängt ja alles mit allem zusammen. Das heißt, wenn wir unsere Möbel umstellen, dann verschieben sich auch die Strukturen in dem Zusammenleben der Menschen, die diese Räume miteinander teilen. Auch was unsere Sprache angeht, können wir kreativ sein. Wir können neue Wörter erfinden und diese dann in unsere Gespräche mit einweben. Es muss nicht grundsätzlich etwas Neues sein, sondern es reicht, wenn es etwas Neues für uns ist. Wenn es etwas ist, was sich für uns neu anfühlt. Ja, vielleicht haben das alle anderen schon vor 5 Jahren entdeckt. Das macht nichts. Wenn es für uns neu ist, wenn es frischen Wind in unser System bringt, ja, wenn es uns beflügelt und unsere Kreativität belebt, dann ist es gut. Und zum schöpferischen Bewusstsein gehört auch, dass wir die Welt mit einem staunenden Bewusstsein wahrnehmen, mit einem Staunauge, sage ich immer gern, oder mit dem Stauneherzen. Zum Beispiel die Ideen von Kindern. Die tun wir immer wieder gerne ab, einfach weil es gerade nicht passt. Oder
weil es doch gar nicht geht. Aber das Staunauge, ja, oder das Stauneherz hört zu und es nimmt diese Impulse mit einem ganz anderen Bewusstsein wahr, als wir als Erwachsene in unserem trubeligen Alltag das tun. Wenn jemand in unserem Umfeld eine sogenannte verrückte Idee hat oder wenn wir selber einen abgefahrenen Gedanken oder einen ganz außergewöhnlichen Einfall haben, dann können wir diesem einfach mal Raum geben. Einfach atmen lassen. Nicht gleich wegschieben, von wegen, das ist doch Blödsinn. Lassen wir diesen neuen Gedanken atmen. Möglicherweise ist es ein ganz wichtiger Impuls für eine entscheidende Veränderung in unserem Leben. Oder es ist der Beginn eines wunderschönen neuen kreativen Projektes. Oder der Beginn einer außergewöhnlichen Partnerschaft. Oder einer neuen beruflichen Laufbahn. Also zusammengefasst bedeutet das, geben wir der Kreativität in unserem Leben Raum. Das ist ein aktiver Prozess. Wir entscheiden, ob die Kreativität in unserem Leben Raum hat oder nicht. Das entscheidet niemand anderes. Unser Zeitplan entscheidet das nicht. Die Gesellschaft entscheidet das auch nicht. Unsere Familie entscheidet das auch nicht. Wir allein entscheiden das. Und wenn wir sagen, wir haben jeden Tag Zeit für einen Punkt in unserem Kritzelheft, dann ist das eine machtvolle Entscheidung. Aus einem Punkt werden 2. Aus 2 Punkten werden viele Punkte. Aus vielen Punkten wird eine Zeichnung. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass jeder, der Sehnsucht danach hat, die Kreativität in seinem Alltag zu pflegen, dieser Kreativität den nötigen Raum gibt. Und dies mit Freude, Gelassenheit, mit Hinwendung und mit Genuss. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit und immer Raum für einen Punkt. Lasst es euch gut gehen und bis bald wieder.